Die Reichsbürger wurden lange unterschätzt. Das liegt neben dem berühmten blinden rechten Auge des Verfassungsschutzes vermutlich auch ein bisschen daran, dass man Teile dieser Szene echt nicht ernst nehmen kann. Burgos ist mein Name. Burgos von Bochonia. Vor 2500 Jahren erblickte ich das Licht der Welt. Das Land Brandenburg hat sogar mal den Militaria-Laden einer Reichsbürgerin als Existenzgründung gefördert und dann mit ihrem Gesicht Werbung für das Programm gemacht. Der Laden wurde dann von den selbsternannten Regierungsmitgliedern des Freistaates Preußen dazu benutzt, um Waffen und Merchandise zu verkaufen. Wir wissen, dass die Merkel immer so dasteht. Und wir wissen, dass die Merkel Jüdin ist und Freimaurerin. Später gab es bei den Mitgliedern des Freistaats Preußen dann eine Razzia. Sie wollten Waffen im Ausland besorgen, um eine eigene Polizeitruppe aufzubauen. Der Reichsbürger Ingo K. fuhr bereits mit scharfen Waffen im Auto durch die Gegend. Zollfahnder erwischten ihn nur zufällig. Am 25. Juli, sage ich euch, mache ich diese BRD platt. Ich hau sie runter! Das ist vorbei! Der witzige Druide vom Anfang ist seit 2017 auch verhaftet worden. Razzia gegen eine mutmaßliche Terrorzelle. Kopf der Zelle ist den Ermittlungen zufolge Druide Burkhard B. Unzählige menschenverachtende Posts auf seinem Profil dokumentieren seinen Judenhass. Spätestens seitdem der Reichsbürger Wolfgang Plan einen Polizisten erschoss, wird die Szene vom Verfassungsschutz jetzt genauer beobachtet. Aber wer sind diese Leute eigentlich? Mein Hund, ja, scheißt auf Reichsgebiet. Da gehe ich wieder zur Bibel, da ist immer der Begriff rechtspositiv. Wenn du Herr zu mir sagst, ja, dann bist du mein Diener. Die kennen doch die Konvention von Montevideo, ne? Kaiserliche Reichsritterpolizei. Den Ausweis braucht man, dass man sich als richtiger Deutscher ausweisen kann. Es wird zu Medien keine Interviews gegeben. Königreich Deutschland. Wir haben Angst, dass wir uns auf die Treppe stellen. Bei den Reichsbürgern handelt es sich weniger um eine homogene Bewegung als um ein diffuses Milieu. Unterschiedliche Szenen und Gruppierungen, die fließend ineinander übergehen. Gemeinsam ist ihnen aber ein Grundgedanke. Sie glauben nicht, dass die Bundesrepublik Deutschland wirklich existiert. Schittke glaubt, die Bundesrepublik Deutschland sei eine Firma. Der Beweis, jeder hat einen Personalausweis. Ja, und ein Personal ist nun mal jemand, der arbeitet. Oder der Name kommt einfach von den Personalien, die auf dem Personalausweis festgehalten werden. Aber ihre anderen Argumente sind alle ähnlich. Das Grundgesetz gilt nicht, weil nicht Verfassung drüber steht. Der Zweite Weltkrieg hat nie aufgehört, weil es keinen Vertrag gibt, auf dem groß Friedensvertrag steht. Diese ganzen Argumente wurden hier auf YouTube schon zu Genüge debunked. Und wenn ihr Interesse daran habt, könnt ihr euch ja mal die Videos angucken, die ich hier drunter verlinkt habe. Die unterschiedlichen Splittergruppen der Szene unterscheiden sich weniger darin, was sie glauben, sondern eher dadurch, was sie aus diesem Verschwörungsglauben ableiten. Viele von ihnen beschweren sich einfach nur gerne darüber und versuchen daraus politisches Kapital zu schlagen. Wir haben Bußgeldbescheide, müssen Buße tun. Die stellen Schilder hin und du sollst irgendeine Geschwindigkeit mit einem Auto einhalten, was auf dem Schild steht. Das ist Rüdiger Hoffmann. Laut Xavier Naidoo, selber Reichsbürger und Fan des Kanals, ein wahrer Held. Der ehemalige NPD-Funktionär saß wegen versuchten Mordes 3 Jahre im Gefängnis, weil er den Anschlag auf ein Asylbewerberheim mitorganisierte. Und seit 2014 versucht er, seine Reichsbürger dazu zu bringen, den Reichstag zu stürmen. Und 2020 hat er es ja dank Corona zumindest auf die Stufen geschafft, was für Rüdiger Hoffmann schon eine ganz große Nummer war. Zurück in Wittenburg. Damit Rüdiger Hoffmann nicht auf die Treppen des Rathauses kommt, hat die Bürgermeisterin das Tor verschließen lassen. Das ist ein öffentliches Gebäude, nun mal so. Die Reichsbürger sind aber keine neue Erscheinung. Eigentlich gibt es sie schon, seitdem es die Bundesrepublik gibt. Schon bei den ersten Wahlen 1949 gab es Parteien wie die SRP, die einfach behaupteten, das Dritte Reich würde weiter existieren. Sie behaupteten auch, dass der ehemalige Oberbefehlshaber der Kriegsmarine der rechtmäßige Nachfolger Hitlers und damit das Staatsoberhaupt wäre. Tatsächlich wurde es auch in Hitlers Testament erwähnt und er selber hielt das wohl auch irgendwie für wichtig, denn 1975 versuchte er seine Ämter an den damaligen Bundespräsidenten zu übertragen. Natürlich haben weder das Bundespräsidialamt noch das Kanzleramt dieses Schreiben ernst genommen, weil scheiß auf Hitlers Testament oder juristisch ausgedrückt, das Ermächtigungsgesetz von 1933 hat mit der Weimarer Verfassung gebrochen, somit war Hitlers Regentschaft illegal und daraus lassen sich dann auch keine juristischen Kontinuitäten ableiten. Aber wenn es mit dem Dritten Reich nicht klappt, warum dann nicht mal mit dem zweiten versuchen? Ich bin ein Preuße, kennt ihr meine Farbe? Meine Betitelung, die ist Reichskanzler der Exilregierung, Deutsches Reich. Und ich bin auch noch Prinz von Hannover und Prinz vom Haus Windsor.
bei dieser Thronfolge auf den englischen Thron? Das haben Sie recht bemerkt. Das ist Norbert Schittke. Er hat sich 2004 von 26 Reichsbürgerinnen, natürlich in Vertretung für das gesamte deutsche Volk, als Reichskanzler wählen lassen. Seitdem gab es keine weiteren Wahlen und das Büro, von dem aus er seine Personenausweise für 100 € vertickt hat, ist mittlerweile auch zwangsgeräumt worden und er wurde wegen Urkundenfälschung verurteilt. Aber warum sich einem alten Kaiserreich anschließen, wenn man auch einfach sein eigenes Königreich gründen kann? Um die Zeremonie rechtswirksam als auch relativ unkompliziert zu gestalten, haben wir uns entschieden, mit 8 Personen den Staat zu gründen. Peter Fitzek hat 2012 das Königreich Deutschland mit diesem Kriegsverbrechen einer Flagge hier gegründet. Anhänger von ihm und er zogen dann auf das Gelände eines alten Krankenhauses. Am Zaun beginnt unser Staatsgelände. Für Sie ist das dahinter nicht mehr Deutschland sozusagen? Nee, das ist Ausland. Ja, ganz so gut lief diese Nummer dann leider auch nicht. Während Fitzek in Haft sitzt, verließen die rund 15 Bewohner des Krankenhauses widerstandslos das Gelände. In dem Gebäudekomplex sollen in Zukunft Erntehelfer der Wittenberg Gemüse GmbH wohnen. Aber nicht immer geht es so glimpflich aus. Das Reichsbürgertum zieht auch viele Leute an, die wegen hoher Verschuldung sehr verzweifelt sind und in ihrer Leugnung der Bundesrepublik eine Art letzten Ausweg sehen, um die ganzen Schulden, die Gebühren, was auch immer nicht zahlen zu müssen. Auch der ehemalige Mr. Germany, Adrian Ursache, war hoch verschuldet, als er seinen Fantasiestaat Ur ausrief. Und als sein Haus dann wegen seinen Schulden zwangsversteigert wurde, hat sich die ganze Lage etwas zugespitzt. Warum kommt ihr hierher? Warum? Könnt ihr das beweisen? Ihr habt keine Rechtsgrund. Nein, es gibt keine Post. Im Staat Ur gibt es keine Post. Sterben, solltest du ohne Rechtsgrundlage versuchen, den heiligen Boden in Ur zu berühren, werde ich dich töten wie eine Sau. Ich werde dich abschlachten wie Vieh und werde dich in deinem Blut liegen lassen. Wenn also Schulze, Merkel, Gaukler hier antanzen, dann ist das Völkerrecht, dann ist das Kriegsrecht und dann darf jeder jeden hier wirklich das machen. Schlussendlich standen 2 Hundertschaften samt Spezialkommando bei Adrian Ursache vor der Tür. Er schoss einen Beamten an, wurde selber auch angeschossen und festgenommen. Zu seinen Unterstützern gehörte auch Wolfgang Plan, der 2 Monate später einen Beamten tötete. Wenn du falsch parkst, musst du Strafe zahlen. Wenn du diese Strafe nicht zahlen möchtest, kommen irgendwann Leute, die dich mitnehmen wollen. Wenn du nicht freiwillig mitgehst, wenden sie Gewalt an. So funktioniert das. So funktionieren Staaten überall auf der Welt. Natürlich kann man das jetzt scheiße finden und die Reichsbürger inszenieren sich gerne als Leute, die gegen diese Staatsgewalt kämpfen. Aber ihr feuchter Traum ist es eigentlich, selber diese Staatsgewalt zu lenken. Ihr feuchter Traum ist eigentlich ein Staat, bei dem man bis zu 5 Jahre ins Zuchthaus wandert, wenn man den Kaiser beleidigt. Oder ein Staat, in dem sie gleich selber der Kaiser sind und in dem dann weiß Gott was für Gesetze gelten. Wenn solche Leute irgendwo im Mittleren Osten ein Kalifat ausrufen, dann nennen wir das zu Recht barbarisch. Wir sollten aber vielleicht nicht vergessen, dass es auch hier im Land ein paar Leute gibt, die genauso denken. Ja, danke fürs Gucken. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert gerne den Kanal. Danke und bis zum nächsten Video.